Hallo meine Lieben, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch die Hutpresse von Cricut schon gesehen haben, ne? Hier für solche Hüte oder auch andere Hüte. Ich selber war da bis jetzt so ein bisschen verhalten, weil ich mir nicht sicher war, ne, brauche ich die wirklich oder kann ich das nicht einfach mit der Mini Easy Press machen? Und da hat es mich wirklich gefreut, dass Yasando mir das Gerät zur Verfügung gestellt hat, damit ich das auch austesten kann, euch das zeigen kann, und ich werde euch dann am Schluss auch so ein bisschen mein Fazit geben, wo ich denke, für was macht es Sinn, für was macht es nicht so viel Sinn, na, wie gut funktioniert das Ganze, und das alles zeige ich euch gleich nach dem Intro. Wenn ihr die Box bekommt, dann sieht die so aus, und für die Schweizer hat es natürlich noch einen Adapter mit dabei, und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was in der Box drin ist. Da habt ihr als allererstes wie immer oder wie gewohnt das kleine Büchlein. Hier drin habt ihr diese Let's Get Started, ne, Info, dann eine Bedienungsanleitung, dort wo ihr die Garantie zum Gerät findet, und dann hat es hier auch schon einen kleinen Vinylstern, den ihr verwenden könnt. Dann haben wir die Presse selber und die Station, wo ihr das reinstellen könnt. Die ist immer super, ne, wenn das Gerät auch heiß ist. Dann habt ihr schon eine kleine Rolle hitzeresistentes Klebeband, und die ist anders als normalerweise, ne, das von Cricut ist ja normalerweise blau. Das hier ist lila, und das ist eins, was besser noch haftet, weil wir auf eine gewölbte Oberfläche gehen, dass das dann wirklich auch gut festhält. Ne? Und als letztes haben wir noch das Ei, das wir verwenden, um das Ganze zu pressen. Hier ist auch eine Warnung drauf. Es heißt, dieses Produkt enthält Walnussschalen. Das heißt, wenn ihr allergisch auf Nüsse seid oder auf Walnüsse, ne, dann ist das für euch nicht geeignet, wenn ihr da stark drauf reagiert. Wenn ihr das auspackt, ne, dann sieht es so aus, hat wirklich ein gutes Gewicht auch, das hilft nachher auch beim Pressen. Und hier auf der Rückseite hat es auch eine Halterung. Ne, das ist das Ei. Wenn wir uns das Gerät genauer anschauen, ne, das hat eine Wölbung, braucht es eben auch für die Hüte. Dann haben wir hier vorne einen Playbutton, wir haben hier einen Ein-Aus-Schalter, und der ist gleichzeitig auch für das Einstellen der Hitze. Dann, wenn ihr die Mini schon kennt, die Mini Press, dann haben wir hier 3 solche Hitzewellen, und das sind eben dann 3 Stufen. Ich mache hier auch gleich den Schweizer Adapter dran. Da könnt ihr ganz einfach, ihr habt hier ein Loch, da kommt dieses Teil rein, die anderen beiden Elemente in die anderen Löcher rein. Am einfachsten geht es, wenn ihr das aufstellt und mit Schmackes runterdrückt, und dann habt ihr hier den Schweizer Stecker. Jetzt, um das Gerät benutzen zu können, müsst ihr das zuerst registrieren. Da gibt es eine App, und die gibt es fürs iPad, fürs iPhone und für die Android-Geräte. Da könnt ihr einfach eingeben Cricut Heat, und dann ist es diese App hier. Ich habe die schon heruntergeladen, und wenn ihr die öffnet, fragt ihr euch auch gleich, also ich habe mich angemeldet mit meiner ID. Wenn ihr noch keine Identifikationsnummer habt, dann könnt ihr da einfach einen Account erstellen. Braucht auch keine Abos zu lösen, die App ist auch gratis. Es geht einfach darum, dass ihr eine ID habt und dann weitermachen könnt. Jetzt, um das Gerät einzurichten, muss ich kurz das Gerät an den Strom anschließen, und dann kann ich hier sagen einrichten, und jetzt sucht er nach der Heat Press, und dafür muss ich die, glaube ich, einschalten. Jawohl, er hat sie gefunden. Da kann ich sagen verbinden. Dann
zustimmen. Jetzt sagt er mir, stellen Sie bitte sicher, dass die Heizpresse eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet. Und dann aktiviert er das Ganze. Dann sagt er, na, wenn du fertig bist, stelle die Headpress auf die Sicherheitsablage, das ist diese Halterung hier, und auf eine flache, ebene Oberfläche. Und dann sagt er, schalte das Gerät dann an. Das habe ich gemacht. Sage fertig. Was ihr hier jetzt machen könnt, ist einerseits ein neues Projekt beginnen. Das Übungsprojekt hat es drin und eine Bedienungsanleitung, Wärmeleitfaden, mehr Infos. Ne? Das findet ihr alles hier drin. Und ich sage jetzt einfach mal neues Projekt beginnen. Und dann kann ich sagen, was für ein Transfermaterial ich verwenden will. Ich werde zuerst einmal starten mit der Everyday Iron-On, das heißt die Flexfolie. Und dann fragt er mich, auf was will ich das denn aufbringen. Und da hat es die Cricut-Rohlinge, und zwar will ich da, es gibt eine Baseballmütze und es gibt einen Trucker Cap. Und die sehen so aus. Ne? Das hier ist das Trucker Cap, das hier ist die Baseballmütze. Und ich habe jetzt als erstes Projekt habe ich die Baseballmütze und dann bestätigt er mir nochmal das, was ich gesagt habe. Ich kann auf Weitergehen. Und dann gibt es hier so eine schnelle Iron-On-Anleitung und die kann ich mir kurz angucken. Die ist 2,5 Minuten, wenn ihr die angucken wollt, aber ich erzähle es euch eigentlich auch hier. Dann könnt ihr auf Weitergehen. Und jetzt seht ihr hier, ne, Express On, Baseballmütze, Rohling vorheizen, 5 Sekunden, pressen, 60 Sekunden, abziehen, kalt und die Stufe ist mittel. Und jetzt kann ich da das Ganze an die Heatpress senden. Bevor ich das mache, zeige ich euch kurz, wie sie jetzt aussieht. Ne? Jetzt haben wir das On, also den Play-Button, die Wärme leuchtet und es ist auf dem ersten Strich hier unten von der Hitze. Wenn ich jetzt sage, Einstellung an Heatpress senden, dann ist er auf die zweite Stufe hoch und blinkt jetzt rot, weil er sich jetzt vorheizen muss. Und das Schöne ist, ihr seht das hier auch, ne, wie lange das dauert. Das heißt im Moment, wie heiß sie ist und zählt quasi die Sekunden runter. Und jetzt sagt er eben zuerst die 5 Sekunden, die den Hut vorpressen. Und da müsst ihr einerseits gucken, ne, wenn ihr irgendwelches Material noch drin habt, dass ihr das rausnehmt. Und dann ist es am besten, wenn ihr hier dieses Band jeweils runterklappt, bevor ihr das auf das Ei drauf gebt. Ihr könnt hinten das aufmachen, damit ihr das einfacher drüber stülpen könnt. Das dann auch wieder so machen, damit das wirklich schön fest sitzt. Dann sieht das so aus, dass das Band nach außen liegt. Und das sollte hier jetzt wirklich schön satt drauf sein. Und dann könnt ihr quasi das festhalten. Und jetzt sagt mir die App eben 5 Sekunden vorheizen. Da kann ich auf den Play-Button gehen und das einfach mal vorheizen. Dann sagt er, wenn es durch ist. Und er geht auf den nächsten Schritt, wo er sagt 60 Sekunden anpressen. Dann nehme ich jetzt mein Vinyl, was ich geschnitten habe, packe das vorne drauf und beim Vinyl müsst ihr einfach gucken, also ihr könnt Vinyl hier drauf bringen, ihr könnt es aber auch auf den Teil der Mütze hier drauf bringen. Das sollte funktionieren. Bei der Infusible Ink ist es nicht empfohlen, weil dort presst hier wesentlich heißer und da kann euch dieses Element hier kaputt gehen.
Über die Nähte spielt keine Rolle. Was ihr auch nicht machen solltet, ist hier oben über die Löchlein. Und die empfohlene Größe, die Cricut euch gibt, die zeige ich euch nachher kurz. Aber jetzt platziere ich mir mein Element hier schön mittig mit fast einen halben Zentimeter Abstand hier. Vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Schön gerade natürlich. Und dann macht es eben Sinn, wenn ihr das festmacht, weil die Folie, das ringsherum, das klebt ja normalerweise eigentlich, aber durch diese Wölbung klebt es halt nicht so gut. Und deshalb macht es Sinn, wenn wir das hier zusätzlich noch befestigen. Hier habe ich jetzt keine Einschnitte gemacht. Das macht Sinn, wenn ihr möglichst wenig Folie ringsherum habt, weil dann geht es auch besser in die Wölbung rein. Und ich nehme jetzt noch ein Stück Backtrennpapier und mache das auch noch drüber. Warum mache ich das? Wir werden jetzt mit der Hitzepresse quasi hin und her reiben und da verschiebt sich somit das Ganze nicht und bleibt an der richtigen Stelle. So, jetzt kann ich sagen, wir sind jetzt bei der App auf 60 Sekunden, der blinkt auch und jetzt kann ich sagen, mach. Und da gehe ich jetzt einfach schön, reibe ich das quasi hin und her, gucken einfach, dass das ganze Design abgedeckt ist und währenddessen zählt die App runter. Warum habe ich Backtrennpapier genommen? Einfach weil die doch schon sehr gut rutscht. Also die Heatpress darauf sehr gut rutscht, geht ein bisschen einfacher. Normalerweise würde ich die jetzt gerade hoch, also hinten auf den geraden Teil stellen, das Cap, aber dann bin ich direkt in der Kamera drin. Das heißt, ich hatte das jetzt eigentlich nur schräg wegen euch, aber normalerweise könnt ihr das einfach schön gerade auf den Tisch stellen, dann geht es auch ein bisschen einfacher. So. Sagt er mir, ist fertig. Und dann sagt er, kühl abziehen. Ich weiß aber, dass mein Vinyl, dass ich das warm oder kalt abziehen kann. Und ich sehe jetzt gerade, dass hier unten das Vinyl nicht ganz drauf ist mein Fehler. Ich habe mich zu sehr hier oben drauf konzentriert. Deshalb werde ich das jetzt einfach nochmal hier unten pressen. So, das sitzt und jetzt kann ich das wieder vom Ei runternehmen. Und so habt ihr wunderbar eine Mütze, wo ihr schön auch das Vinyl vorne drauf habt. Und ich habe hier einen Spruch, die Designs sind heute alle aus dem Cricut Design Space. Hier steht Getting Through the Day, One Stitch at a Time für alle, die gerne nähen. Ne? Und wenn ihr Vinyl presst, da könnt ihr die Kleber und auch das Backtrennpapier durchaus mehrmals verwenden. Weil da ist ja nachher nichts drauf, nicht so wie bei der Sublimation. Wenn ihr euch jetzt fragt, kann ich denn die jetzt nur mit der App verwenden? Nee, weil ihr könnt hier ja durch diesen Knopf hier, durch den Hitzeknopf, könnt ihr die Hitzestufen einstellen. Und wenn ihr auf die Cricut-Seite geht, dann findet ihr da auch, welche einzelnen Stufen das sind. Wir haben hier 3 solche Wellen, das heißt, ich habe 3 Hitzestufen. Die niedrigste, die ist zwischen 125 Grad und 145 Grad. Und wenn ihr den Timer oben verwendet bei der Hitzestufe, dann sind das 60 Sekunden. Medium, das was ich normalerweise verwende, um Flexfolie zu pressen, auch mit der Mini Press, da sind wir bei zwischen 150 Grad und 180 Grad und auch da ist der Timer 60 Sekunden. Und wenn ihr auf hoch geht, das heißt die höchste Stufe, da sind es zwischen 185 Grad und 205 Grad und der Timer geht auf 90 Sekunden. Das heißt, die höchste Stufe könnt ihr eben auch für die Sublimation verwenden. Jetzt, wenn ihr die App nicht verwendet, sondern eben nur diese Hitzestufen, dann seid ihr halt einfach in einer Bandbreite drin. Zwischen 125 und 145 sind 30 Grad, wo es variieren kann.
Bei 150, 180 sind schon 30 Grad, wo es variieren kann. Und 185 und 205, da sind es dann wieder 20 Grad. Ne? Also da habt ihr eine Bandbreite, hat einfach, wo das variieren kann. Mit der App seid ihr halt einfach genauer, weil ihr da wirklich auf die Grad genau festlegen könnt, wie warm soll der pressen und für wie lange. Dann habe ich euch vorhin noch gesagt, vom Design her, da empfehlen sie von der Größe, dass die Höhe maximal 5,7 cm ist und die Breite maximal 10,79 cm ist. Das passt eigentlich am besten auch auf die Hüte. Jetzt machen wir ein anderes Projekt und zwar machen wir eins mit Infusible Ink. Dann nehme ich zuerst diesen Trucker-Hut, auch da Material rausnehmen. Das Band runterklappen, hinten aufmachen. Und dann über das Ei ziehen. Und dann habe ich das hinten auch wieder geschlossen. Und eben wie gesagt, ihr könnt das wirklich schön hier hinten drauf stellen. Und das steht auch von alleine. Jetzt mache ich hier ein neues Projekt und eben ich habe Infusible Ink, habe ich dieses Create ausgeschnitten mit dem Plotter. Sage neues Projekt beginnen, Transfermaterial auswählen, sage ich hier Infusible Ink, Transferfolie. Dann Rohling ist dieses Mal eben das Trucker Cap. Jetzt kann ich schon sagen weiter. Dann hättet ihr auch hier eine Anleitung, sage ich weiter. Und hier sagt der Rohling vorheizen, 5 Sekunden pressen, 90 Sekunden abziehen kalt. Und da geht er eben auf 205 Grad. Dann kann ich die Einstellung an die Herdpress senden. Und dann kann ich den Rohling schon mal vorheizen oder vorpressen. Respektive, nein, noch nicht, der leuchtet noch rot und das sagte mir eigentlich auch hier in der App, ne? Der geht jetzt hoch, schon bei 160 und 64, also es geht wirklich relativ schnell, dass sich das Ganze aufheizt. Was ich in der Zeit noch kurz machen kann, ist natürlich hier den bei der Infusible Ink oder Sublimation immer extrem wichtig, dass ihr den kurz abrollt, dass da wirklich nichts drauf mehr ist, was da nicht drauf gehört. Ne? So, jetzt kann man den schon vorpressen. Ist schon durch. Gut, jetzt lasse ich das zuerst abkühlen, weil wenn ich jetzt schon direkt mit der Folie drauf gehen würde, habe ich immer so ein bisschen Angst, dass das schon anfängt zu pressen. Das will ich natürlich nicht. Deshalb bereite ich das jetzt einfach mal vor, dass ich das nachher pressen kann. Und wenn ihr die Hüte kauft, ne, die kommen jeweils immer im Dreierpack. So, jetzt mache ich zuerst die Infusible Ink drauf. Platziere die schön da, wo ich die haben will. Und ihr habt gesehen, dass ich vorhin eher wenig Kleber drauf gemacht habe, aber hier mache ich jetzt wirklich genug Kleber drauf, weil das Ding sollte nicht verrutschen, weil sonst habt ihr definitiv ein Ghosting drauf oder so ein Schatten. Das heißt, hier ist wirklich so, ne, lieber zu viel als zu wenig. So, das ist mal das. Dann logischerweise auch ein Backtrennpapier drauf. Und jetzt blinkt die auch schon und ich kann das jetzt für 90 Sekunden pressen. Auch da eben wieder hin und her gehen. So, sind wir fertig. Das Backzahnpapier hat sich ein bisschen gelöst, aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil auf der Seite hat es noch gehalten und es hat sich nicht zurückgeschoben. Das werde ich nicht wieder verwenden und jetzt lasse ich das. Mal gucken, ob ich es auskühlen lasse oder ob ich es gleich abziehe. Ich versuche es abzuziehen. In einem Schub, ne?
sieht das cool aus oder sieht das cool aus. Und ich habe wirklich die volle Farbe, ne? Kein Ghosting, hat funktioniert. Und so haben wir hier wunderbar einen Trucker-Hut mit einem eigenen Design drauf. Da habe ich auch noch ein zweites. Und zwar wollte ich bei diesen Mützen gucken, ob das mit der Infusible Ink oder wie gut das mit der Infusible Ink funktioniert. Gleiches Prinzip wie immer. Papier rausnehmen, runterklappen und über das Ei stülpen. Und dann sage ich hier wieder neues Projekt beginnen. Nochmal die Infusible Ink Transferfolie, diesmal aber auf die Baseballmütze. Sage ich weiter und diesmal auch wieder 5 Sekunden vorheizen, 90 Sekunden, die Hitze sind 205 Grad. Einstellung an die Hardpress senden, jawohl. Und da die schon so heiß war, ist es jetzt, muss die auch nicht mehr hochzielen und ich kann die jetzt schon vorpressen, die 5 Sekunden. Und was ich beim Design gemacht habe, ich habe das ein bisschen eingeschnitten, da wo es ging, einfach, dass sich das der Wölbung so ein bisschen besser anpasst. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. Hier hatte ich das Thema, ich bin tatsächlich 1 Zentimeter höher gegangen als das, was empfohlen war, weil mit dem Hirschgeweih es sah einfach viel zu klein aus und deshalb habe ich diesmal nicht nur hin und her quasi bin ich mit der Maschine gegangen, mit der Presse, sondern ich bin auch immer so ein bisschen hoch und wieder runter beim Hin- und Herschieben. Jetzt gucken wir uns das an. Ich sehe gerade, dass hier unten es nicht richtig gepresst hat. Aber ich bin nicht mutig genug, das einfach nochmal draufzulegen, weil das kommt in der Regel nicht gut, wenn ihr versucht, irgendetwas nochmal nachzupressen. Tatsächlich ist es aber so, dass das hier eigentlich noch cool aussieht, weil jetzt habe ich wie einen Fade-Effekt von hier unten. Sieht eigentlich ganz cool aus, aber mein Learning, weil ihr seht auch, hier ist die ganze Farbe noch drauf. Hier unten ist es ein bisschen schwierig, weil ihr da dass ihr da wirklich drauf guckt, dass ihr gut Kontakt habt, ne? Und das runterdrückt, weil sonst wird das eben nicht mit dem Sublimieren. Aber bei dem Design, und das sage ich jetzt nicht nur, weil hier so ein kleines Missgeschick passiert ist, aber ich finde den Effekt wirklich cool. Mal gucken, was mein Kollege dazu meint, der das haben wollte. Jetzt wollte ich natürlich nicht nur die Infusible Ink ausprobieren, sondern ich wollte auch gucken, wie gut das Ganze funktioniert, wenn ich mit einem Sublimationsdruck drauf gehen will. Und zwar habe ich da einerseits einen schwarzen Ausdruck, ich habe einen farbigen Ausdruck, beides für die Trucker-Mützen und dann habe ich auch noch einen schwarzen Ausdruck hier für das Baseball Cap. Da wollte ich einfach mal gucken, wie das funktioniert. Und da gehe ich jetzt mal nicht in die Voreinstellungen. Und ihr seht hier auch, ihr habt immer zuletzt verwendet. Das heißt, wenn ihr immer wieder dasselbe presst, müsst ihr das nicht immer alles wieder eingeben, sondern ihr könnt auch einfach auf das zuletzt verwendet gehen. Jetzt habt ihr hier aber auch benutzerdefinierte Zeiten und Temperatur einstellen. Und dann könnt ihr hier eingeben, wie hoch das sein soll. Höchste 205 Grad. Also jetzt. Man muss hier unten einfach drücken, damit das Rad hochgeht. Nicht schon zu hoch, runter, so. Nee. Jetzt 90 Sekunden. 205 Grad, 90 Sekunden. Und das kann ich jetzt auch an die Heatpress senden. Perspektive abbrechen. Ich habe vergessen, hier noch was anzuklicken, nämlich Preheat Blank. Das machen wir natürlich, 5 Sekunden. Jetzt senden wir es.
Und für die, die den Sublimationsdruck jetzt noch nicht so gut kennen, ne, das Abrollen, das macht wirklich Sinn, weil wenn ihr da irgendwelche Fussel drauf habt und ihr das presst, dann kann es sein, dass die grün werden und dann habt ihr grüne Flecken auf dem Hut und das passt dann irgendwie auch nicht so, ne? Kann ich das auch schon runternehmen. Und so sieht der aus. Na, mit diesem schwarzen Zeichen drauf. Und jetzt habe ich hier noch eins, was farbig ist. Und da ich jetzt quasi wieder mit denselben Einstellungen arbeite, kann ich eben hier auf die zuletzt verwendete Einstellung gehen und die nochmal verwenden und das an die Heatpress senden. Und Backtrennpapier verwende ich natürlich immer ein neues, ne? Bei Sublimation. Es kann sein, dass sich Farbe vorher übertragen hat und dann presst ihr das auf euer neues Projekt. Das solltet ihr wirklich nicht machen. Das heißt, hier immer ein neues Backtrennpapier nehmen beim Sublimationsdruck. Was ich diesmal anders machen werde, ich werde hier auf der Kappe oder auf diesem Element der Mütze hier ein bisschen runterdrücken und das so festhalten, weil ich immer das Gefühl habe, dass hier das zu wenig Kontakt hat, dass es dann nicht hier richtig presst. Und so kann ich das quasi wie runterpressen. Und genau das mache ich diesmal. Now I know why never worked out before. Hello, you would always... Boah, okay. Das nenne ich mal eine coole Farbe. Na? Ist das cool oder ist das cool? Die Farbverläufe, Hammer. Das ist ein perfekter Druck. Wunderbar. Und was ich jetzt auch noch testen wollte, ist der Sublimationsdruck auf dem grauen Baseball Cap. Das ist das Resultat. Ich würde sagen, ist eigentlich ganz gut geworden. Wir vergleichen dann die einzelnen Sachen nachher noch kurz. Ich wollte euch noch ein letztes Projekt zeigen. Bei dem Hut gehe ich mit einer Flexfolie drauf, weil das ist kein Hut für Sublimation. Die müssen ja speziell beschichtet sein, damit es funktioniert. Deshalb nehme ich hier ganz einfach eine Flexfolie. Jetzt könnte ich das Ganze wieder über die App machen, aber wir wissen ja, die zweite Stufe ist ungefähr 150 Grad und das 60 Sekunden presst und das passt eigentlich hier für die Flexfolie. Von dem her werde ich das ganz manuell mit der Heatpress machen. Jetzt haben wir hier ja, es gibt keine Einstellung für Vorheizen, von dem her gucke ich jetzt hier, dass ich auf die zweite Hitzestufe gehe. Und in diesem Moment ist sie rot, weil sie jetzt mit der Einstellung für den Sublimationsdruck massiv zu heiß ist. Von dem her wird die jetzt runterkühlen und dann kann ich das pressen. Und während die runterkühlt, ihr seht von der Größe her, das passt wunderbar für Hüte für Erwachsene, aber wenn ihr, das ist ein bisschen länglich, wenn ihr den Hut für Kinder, wenn ihr das Ei so hinlegt, dann haben die hier vorne gut drauf Platz. Das heißt, es ist nicht nur für Hüte für Erwachsene gemacht, sondern das könnt ihr auch für Hüte mit Kindern machen. Und jetzt nicht nur Baseball Caps, sondern da gehen auch andere Hüte. Also da könnt ihr wirklich
ausprobieren, wie ihr lustig seid. Während die noch am Runterkühlen ist, das dauert tatsächlich länger, sie runterzukühlen, als die Temperatur hochzustellen. Vielleicht auch eine Info, ne? Ich habe jetzt hier ein einfarbiges Design, was bei der App noch nicht drin ist. Das ist das Layering, die Möglichkeit, dass ihr da das eingibt, weil beim Layering würdet ihr, ne, wenn ihr verschiedene Ebenen an Flexfolie hättet, dann würdet ihr ja die erste nur kurz 5 bis 10 Sekunden pressen, dann die Folie abziehen mit dem nächsten Layer drauf. Das unterstützt die App im Moment noch nicht. Die App könnt ihr verwenden für diese, die Headpress, auch für die neuen blauen Easy Pressen, die viereckigen. Es funktioniert nicht mit den alten Geräten und auch nicht mit der neuen Mini Press. Da geht es auch nicht. Also die App wirklich nur für die beiden Arten von Geräten. Und ihr könnt die App auch nur über eben das Telefon, das Mobilfon oder ein Tablet steuern, aber ihr könnt es nicht über den PC machen. Also wenn ihr die Registrierung macht, das geht nicht über den PC, sondern da müsst ihr ein Handy oder ein Tablet haben. Es dauert schon echt lange, bis die da runterkühlt, aber vielleicht auch noch die Info, was ihr auch machen könnt, wenn ihr auf solche Hüte, die eben nicht für die Sublimation gemacht sind, wenn ihr da gerne trotzdem was mit Sublimation machen wollt, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ihr die Subliflock bedruckt oder zum Beispiel eine weiße Glitzerfolie und solche Sachen dann hier drauf bringt. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann ist es quasi wie ein Patch. Oder auch wenn ihr schon vorgefertigte Sachen kauft, es gibt teilweise auch so einzelne Buchstaben, die man kaufen kann. Die könnt ihr natürlich mit der auch drauf pressen. Auch das geht. So, jetzt ist sie grün und das hat tatsächlich circa 3 Minuten gedauert, 3 bis 5 Minuten, bis die wieder von den 205 Grad runtergekühlt ist. So. Pressen wir das hier kurz vor und da zähle ich jetzt einfach, weil wir das nicht über die App machen, mache ich jetzt einfach 5 Sekunden. Kann ich das kurz ein bisschen abkühlen lassen und dann ein Design draufbringen. Und das habe ich tatsächlich so ein bisschen eingeschnitten, dass das hier sich wunderbar auch über den Hut biegen lässt. Und jetzt bin ich hier auf der Hitzestufe 2, das heißt, ich drücke jetzt einfach den grünen Knopf und dann rechnet der oder geht es 60 Sekunden, bis der mir dann den Piepton wiedergibt. Das hat wunderbar funktioniert mit den 60 Sekunden. Jetzt kann ich die hier auch schon ausschalten, weil das war mein letztes Projekt. Die hat übrigens auch einen automatischen Ausschalter, dass wenn da nichts passiert, nach einer bestimmten Zeit schaltet die sich selber aus. Was ich jeweils bei Flexfolie so ein bisschen mache, wenn es kühl genug ist, dass sie mit den Fingern drauf kann, dann drücke ich, wenn ich so über die Nähte gepresst habe, drücke ich die Flexfolie da so ein bisschen rein. Das heißt, ich helfe einfach, dass die da auch dann quasi in die Nähte ein bisschen reingeht. Aber sieht doch cool aus, der Hut, ne? Das heißt, ihr könnt hier auch einen x-beliebigen Hut nehmen und da was drauf pressen mit Flexfolie oder ihr macht es dann halt so, dass ihr indirekt sublimiert, das heißt entweder auf Subliflock, auf Glitzer, Vinyl, auf einer Glitzerflexfolie und dann das dritte ist natürlich auch die Easy Subli, auch das geht. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Hier der erste war die Flexfolie auf ein Cap, auf das Baseball Cap von Cricut. Dann die Infusible Ink. Und wenn ihr euch fragt, was das für eine ist, das war die hier Smart Material, aber ich habe es auf der Matte geschnitten. Das auf dem Trucker Hut von Cricut. Dann das, was nicht hundertprozentig funktioniert hat, hier unten
Das war auch ein Infusible Ink und das war die schwarze. Ne? Dann hatten wir Sublimationsdruck auf das Baseball, auf den Trucker Hat. Hat super funktioniert. Dann zweiter Sublimationsdruck, diesmal in Farbe, hat auch wunderbar funktioniert. Dann der Sublimationsdruck auf das Baseball Cap ist dadurch, dass es grau ist, halt weniger kräftig. Ne? Das ist immer der Unterschied. Wenn ihr auf weiß presst, werden die Farben natürlich kräftiger, als wenn ihr das auf einen Grundfarbton drauf presst, wie jetzt grau. Und dann das letzte noch, dass ihr eben auch andere Hüte bepressen könnt, die nicht von Cricut sind, sondern einfach die ihr bei euch im Laden um die Ecke kaufen könnt. Jetzt kommen wir noch zur Schlussfrage, ne? Muss ich diese Presse haben? Weil ich habe ja auch schon, zeige euch die kurz, ich habe ja hier die Mini Press, ist von der Fläche natürlich kleiner, aber ich hatte da auch schon ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt hatte, das verlinke ich euch hier oben, wie ihr damit Flexfolie auf einen Hut pressen könnt. Das heißt, aus meiner Sicht, und das ist die Berry ist einfach die alte Serie, die neue ist dann einfach auch hellblau. Aber es ist halt, die ist die Hälfte des Preises, ungefähr, sogar ein bisschen mehr, glaube ich, als die Hälfte des Preises von der Hutpresse. Das heißt, wenn ihr nur ab und zu einen Hut bepresst, und zwar mit Flexfolie, dann braucht ihr keine Hutpresse aus meiner Sicht. Ne? Dann geht wunderbar auch hier mit der kleinen. Und das Schöne ist, mit der könnt ihr auch noch mehr machen, weil die eben nicht gewölbt ist, sondern gerade ist. In demselben Video hatte ich euch zum Beispiel auch gezeigt, wie ihr Segeltuchschuhe bepressen könnt. Jetzt für diejenigen, die sehr oft Hüte machen, auch mit Flexfolie. Ich finde es hilfreich, es geht wirklich einfacher von der Hand, auch mit dem Ei zusammen, wenn man die Sachen presst. Von dem her, wenn ihr das sehr oft macht mit Flexfolie, könnt ihr euch das gut überlegen, ob das was für euch ist. Für mich ein Muss, wenn man auf Hüte mit Sublimation geht, egal in welcher Form, ob mit Infusible Ink, ob mit Sublimationsdruck oder eben, wenn ihr es indirekt bedruckt, da auf jeden Fall, weil das Thema ist, ihr braucht einen Druck, das heißt, ihr braucht hier einen Widerstand von innen, dass ihr wirklich mit Druck drauf gehen könnt. Und dadurch, dass es ja gewölbt ist, könnt ihr es nirgendwo drauflegen. Von dem her ist das Prinzip mit dem Ei und der gewölbten Oberfläche halt schon sehr sinnvoll. Das heißt, wenn ihr Hüte sublimieren wollt, dann würde ich sagen, ist es eigentlich ein Muss. Es gibt natürlich auch andere Hutpressen, ne? Aber jetzt bei dem, was ich jetzt beim Testen festgestellt habe, finde ich, die funktioniert wirklich gut. Und ja, kann ich auch wirklich weiterempfehlen. Und ihr kennt mich nicht. Sag euch das jeweils auch ganz ehrlich, wenn mir irgendwas nicht gefällt, wenn ich das Gefühl habe, das macht keinen Sinn. Aber hier eben, wenn ihr mit Sublimation drucken wollt oder eben wenn ihr sehr viele Hüte mit Flexfolie macht, dann macht das auf jeden Fall Sinn. So, das war's jetzt für heute. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und hat euch so ein bisschen die Frage beantwortet, braucht man das nicht, wie funktioniert's? Ich hoffe natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!